Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu werden? Lass uns anfangen. Hallo Jon, wie geht es dir heute? Hallo Lisa, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Heute möchte ich über Hörverständnis sprechen. Denkst du, dass Hörverständnis eine wichtige Fähigkeit in Deutsch ist? Ja, das denke ich. Hören ist sehr wichtig. Es hilft dir zu verstehen, was die Leute sagen und neue Wörter zu lernen. Da stimme ich zu. Manchmal finde ich es schwierig zu verstehen, wenn Leute schnell sprechen. Ich möchte meine Hörfähigkeiten verbessern. Hast du Ideen, wie ich das tun kann? Ja, ich habe ein paar Ideen. Ich benutze jeden Tag ein paar einfache Methoden, um meine Hörfähigkeiten zu üben. Das klingt großartig. Welche Methoden verwendest du, Jon? Zuerst höre ich deutsche Lieder. Ich höre gerne langsame Lieder und lese den Text mit. Das hilft mir, die Wörter klar zu hören. Ich mag Musik auch. Lieder zu hören macht Spaß und es erleichtert das Lernen. Siehst du auch Filme oder Serien? Ja, mache ich. Ich schaue deutsche Filme mit Untertiteln. Zuerst benutze ich Untertitel in meiner Sprache und später deutsche Untertitel. Das hilft mir, den Dialog zu verstehen. Das klingt hilfreich. Ich schaue oft Cartoons auf Deutsch. Die sprechen langsam und verwenden einfache Wörter. Cartoons sind eine gute Wahl für Anfänger. Sie sind einfach zu folgen und sehr interessant. Ich höre auch Podcasts. Es gibt viele kurze Podcasts über alltägliche Themen. Sie sind gut zum Üben des Hörens. Ich habe Podcasts noch nicht ausprobiert. Kannst du einen empfehlen? Klar, ich mag einen Podcast namens Deutsch Hörverstehen Übung. Er hat kurze Geschichten und klare Sprache. Er ist großartig, um die Hörfähigkeiten zu verbessern. Das werde ich mir anschauen. Übst du das Hören auf andere Weise? Ja, ich übe mit Hörübungen in Sprach-Apps. Diese Übungen stellen einfache Fragen zu dem, was du hörst. Sie helfen mir, mich auf die Hauptidee zu konzentrieren. Das ist eine gute Idee. Ich benutze auch eine Sprach-App. Ich mag die Übungen, die die Wörter und Sätze wiederholen. Das macht es leicht, sie zu merken. Wiederholung ist sehr wichtig. Wenn du die gleichen Wörter viele Male hörst, lernst du sie besser. Da stimme ich zu. Manchmal höre ich dasselbe Lied oder schaue dasselbe kurze Video mehrere Male. Das hilft mir, jedes Wort zu verstehen. Genau. Ich versuche auch, mit meinen Freunden auf Deutsch zu sprechen. Wir führen einfache Gespräche und ich höre auf ihre Fragen und Antworten. Diese Übung macht mich selbstbewusster. Mit Freunden sprechen ist sehr gut. Es hilft dir, das Gelernte anzuwenden und verbessert gleichzeitig dein Hörverständnis. Übst du das Hören im Unterricht, Lisa? Ja, unser Lehrer spielt oft kurze Audioausschnitte. Wir hören zu und beantworten dann Fragen. Das ist eine gute Möglichkeit zu üben. Ich mag diese Methode. In meiner Klasse hören wir auch Dialoge und diskutieren sie anschließend. Es hilft mir, neue Wörter zu lernen und verschiedene Akzente zu verstehen. Verschiedene Akzente können eine Herausforderung sein, aber sie sind wichtig zu lernen. Ich versuche, Sprechern aus verschiedenen Ländern zuzuhören. Das ist eine gute Idee. Es hilft mir, mich an unterschiedliche Sprechweisen zu gewöhnen. Manchmal finde ich, dass amerikanisches und britisches Deutsch sehr unterschiedlich klingt. Ja, das tun sie. Ich übe, indem ich sowohl amerikanische als auch britische Filme schaue. Es ist interessant, verschiedene Akzente und Aussprachen zu hören. Das möchte ich auch ausprobieren.
Ich denke, das Üben mit verschiedenen Akzenten wird mich zu einem besseren Zuhörer machen. Jon, setzt du dir Ziele für dein Hörverständnis? Ja, das tue ich. Ich versuche jeden Tag mindestens 30 Minuten zuzuhören. Ich setze mir auch kleine Ziele wie das Verstehen eines neuen Liedes oder einer kurzen Geschichte. Das ist eine gute Gewohnheit. Ich versuche jeden Tag 20 Minuten zu üben. Ich schreibe neue Wörter und Phrasen auf, die ich höre. Neue Wörter aufzuschreiben ist sehr hilfreich. Es hilft mir, sie besser zu behalten. Ich wiederhole auch meine Notizen jede Woche. Das plane ich auch. Wiederholungen helfen dir, zu lernen und motiviert zu bleiben. Lisa, was findest du am herausforderndsten beim Hören? Manchmal finde ich es schwierig zu verstehen, wenn Leute sehr schnell sprechen. Ich fühle mich verloren und weiß nicht, was ich sagen soll. Mir geht es manchmal genauso. Wenn das Sprechen schnell ist, verpasse ich einige Wörter und die Hauptidee. Ja, das kann frustrierend sein. Aber ich versuche noch einmal zuzuhören und die Audioaufnahme langsamer abzuspielen, wenn ich kann. Viele Apps haben eine Funktion für langsame Geschwindigkeit. Ich benutze diese Funktion oft. Sie hilft mir, jedes Wort zu verstehen. Das ist ein großartiger Tipp. Ich werde die langsame Geschwindigkeitsoption auch nutzen, wenn ich übe. Hast du noch andere Tipps, um die Hörfähigkeiten zu verbessern? Ich denke, es ist wichtig, geduldig zu sein und regelmäßig zu üben. Hörfähigkeiten verbessern sich mit der Zeit. Du solltest nicht aufgeben, wenn es am Anfang schwierig ist. Ich stimme zu. Ich erinnere mich daran, dass jede kleine Übung mich besser macht. Auch zu versuchen, die Hauptidee zu verstehen, selbst wenn du nicht jedes Wort verstehst, ist sehr hilfreich. Ja, auf die Hauptidee zu hören, hilft dir, das Gespräch zu verfolgen. Ich frage mich oft, worum geht es hier, bevor ich zuhöre? Das ist eine gute Strategie. Es macht das Hörverständnistraining einfacher und interessanter. Lisa, hast du ein Lieblingslied auf Deutsch, das dir beim Üben des Hörens hilft? Ja, ich mag das Lied Let ITB von den Beatles. Die Worte sind klar und die Musik ist sanft. Ich höre es oft und singe mit. Ich liebe dieses Lied auch. Es ist sehr beruhigend und leicht zu verstehen. Ich mag auch Count on Me von Bruno Mars. Die Texte sind einfach und die Botschaft ist positiv. Das sind tolle Auswahlmöglichkeiten. Lieder mit einer guten Botschaft machen das Lernen spaßig. Ich drucke manchmal die Texte aus und lese sie, während ich höre. Es hilft mir, die Wörter zu sehen und die Bedeutung zu verstehen. Das ist eine gute Idee. Das werde ich mit meinen Lieblingsliedern ausprobieren. Musik macht das Üben angenehm und hilft dir, die Wörter zu behalten. Lisa, hörst du beim Ausführen anderer Dinge zu? Ja, ich höre oft deutsche Audioinhalte, während ich koche oder putze. Es ist eine gute Möglichkeit zu üben, ohne zusätzliche Zeit aufzuwenden. Ich mache dasselbe. Ich höre Podcasts, wenn ich gehe oder mit dem Bus fahre. Das macht meine Freizeit nützlich. Während ich anderen Aktivitäten nachgehe zu hören, hilft mir gleichzeitig zu lernen und mich zu entspannen. Ich benutze gerne meine Kopfhörer, damit ich auch in einem lauten Umfeld klar hören kann. Das ist ein guter Tipp. Kopfhörer machen einen großen Unterschied in der Klangqualität. Lisa, hast du eine Verbesserung deiner Hörfähigkeiten bemerkt? Ja, das habe ich. Ich kann mehr Wörter verstehen und fühle mich selbstbewusster, wenn ich mit meinen Freunden spreche. Ich finde es auch einfacher, Filmen und TV-Shows zu folgen. Das freut mich zu hören. Ich habe auch Fortschritte gemacht.
Ich kann kurze Nachrichten hören und die Hauptpunkte verstehen. Ich bin glücklich, wenn ich ein ganzes Lied oder eine kurze Geschichte ohne Hilfe verstehe. Das zeigt, dass mein Üben funktioniert. Jede kleine Verbesserung ist ein Grund zum Feiern. Ich stimme zu. Ich werde jeden Tag weiter üben, weil ich noch besser werden möchte. Lisa, hast du vor, auch in Zukunft an deinen Hörfähigkeiten zu arbeiten? Ja, ich plane jeden Tag weiter zu üben. Ich möchte mein Deutsch verbessern, damit ich im Ausland studieren und mit Menschen aus verschiedenen Ländern sprechen kann. Das ist ein gutes Ziel. Ich möchte mein Deutsch auch verbessern, um zu reisen und neue Freunde zu treffen. Ich glaube, dass gute Hörfähigkeiten uns in vielen Situationen wie in der Schule, bei der Arbeit und beim Reisen helfen werden. Ja, Hören ist der Schlüssel zum Verstehen und zur guten Kommunikation. Ich bin froh, dass wir heute darüber gesprochen haben. Ich habe viele neue Ideen gelernt, um meine Hörfähigkeiten zu verbessern. Ich bin froh, dass wir dieses Gespräch hatten. Unsere Methoden miteinander zu teilen, macht das Lernen interessanter und spaßiger. Danke für deine Tipps, Jon. Ich werde versuchen, die langsame Geschwindigkeitsoption zu nutzen, Podcasts zu hören und verschiedene Filme anzuschauen. Gern geschehen, Lisa. Ich freue mich, meine Ideen zu teilen. Lass uns weiter zusammen üben. Es macht mehr Spaß, wenn wir als Freunde lernen. Ja, da stimme ich zu. Ich freue mich auf unsere nächste Übungseinheit. Vielleicht können wir beim nächsten Mal über Lese- oder Sprechfähigkeiten sprechen. Das ist eine gute Idee. Ich helfe meinen Freunden immer gerne, ihr Deutsch zu verbessern. Danke für das schöne Gespräch, Jon. Ich habe heute viel gelernt. Danke, Lisa. Ich habe unser Gespräch über Hörfähigkeiten genossen. Lass uns weiterhin üben und uns gegenseitig helfen. Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Deutschgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.